Unterwegs bin ich hier mit meinem Pivot Firebird. Steiler und steiniger. Yes! Holy! Ja, salut zusammen, begrüße euch hier zu einem weiteren Video von mir. Ciao ragazzi, se non parli tedesco, attiva i sottotitoli. If you don't speak German, please turn on the subtitles. Unterwegs bin ich hier mit meinem Pivot Firebird. Mega coole Maschine mit der Öhlins Suspension, Öhlins RXF 38 M2. Ja, wo bin ich da überhaupt? Die findigen Köpfe werden es herausfinden, wenn sie das hier sehen. Osteria Tin. Das erste Mal hier in Finale Ligure und Pietra Ligure. Ich habe jetzt vor, hier Richtung Rollercoaster vorne zu gehen. Ich bin hier gerade ein bisschen an der Strasse, es ist leider ein bisschen laut, aber ich hoffe, ihr versteht mich. Nachher habe ich vor, Kill Bill 2 zu fahren und dann eventuell noch einen Teil vom Gacciatore. Ich war gestern schon hier. Ich bin gestern den Oltre Finale gefahren, Trail Rock'n'Rolla. Und Dog Eats Dog kann ich euch sehr empfehlen. Das seht ihr im Video im zweiten Teil. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal schauen, was wir hier erleben. Ich bin richtig hyped. Ich würde sagen, let's go! Jetzt geht es hier zuerst ein bisschen hindern. Von hier hinten starten zwei Trails, Rollercoaster und Toboggan Canova New. Für einen Rollercoaster einfach immer ganz links halten. Jo, Toboggan Canova New. Geht genau hier rechts runter. Rollercoaster geht hier noch ein bisschen rauf links und startet dann etwa 80 Meter weiter oben vorne. Ich bin absolut das erste Mal auf diesem Trail unterwegs hier. Also wenn ich mal die falsche Linie verwünsche, entschuldigt mich. Das ist glaube ich ein rechtes Geballere hier, der Rollercoaster. Ah, nice. Ja. Ui. Das sind wieder mega coole kurze Absätze. Das ist schon nice. Ja, Mann. Ui. Ja. Es ist schwierig, dass die so nicht von der Linie rührt. Es ist immer schön die Linie brechen. Aber er ist schon sehr schnell. Dann mit geilen Absätzen da. Ja, Mann. Hoppa. Nice. Ja. Dann Abend ist das Programm hier, Rollercoaster. Wow. Ah. Mamma mia. Ja, das ist richtig nice. Durch das flache Terrain hier kannst du relativ gut Speed geben. Und so findet eigentlich jeder seinen Flow auf dem Trail.
Ja, Mann. Ja, Mann. Shit, ey. Oh. Der Trail ist so schnell. Da musst du eigentlich schauen, dass du die richtige Linie verwutschst. Das ist definitiv verloren. Ui. Ah, Mamma mia. Ja, Steinschlag. Arme Rahmen. Ich hoffe, du hast es überlebt. Ich werde es nach dem Trail sehen. Ja. Der Trail ist recht physical. Das verlangt einem alles ab. Da. Mamma mia. Jetzt geht es immer wieder ein bisschen Uphills, ein bisschen Gegensteigungen. Du musst echt den Speed mitnehmen. So. Ja. Da musst du natürlich auch den Speed dabei haben. Sonst kannst du die Drops nicht machen. Okay. Dann kann man rollen. Ja, ist noch blöd, wenn du den Trail nicht so kennst. Da. Sonst hätte ich das sicher schneller können und voll durchziehen. Aber ja, für ist das mal Perspektive aus Sicht von einem, der den Trail das erste Mal fährt. Ja, da bist du besser dran mit einem E-Bike. So, weiter geht's. Ah. Erste kleine Drop safe. Es ist ein bisschen offener, weniger im Wald. Mehr so Off-Camper, Steinpassagen. Another Drop. Ja gut, dann kannst du rollen fast. Nice. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Rollercoaster-Feeling da. Wieder Gegensteigungen da. Yeah! Das geht voll die physische Substanz da. Wenn du nicht die leichte Anschubhilfe vom E-Bike hast, musst du einfach alles, was aus deinen Beinen kommt. Tutti quanti, ey. So, wieder eine leichte Uphill-Passage. Ja, nice. Fällig immer so ein bisschen mittleren Gang drin haben. Könnt ihr bei den Gegensteigungen noch schön Dampf geben. Aufpassen auf die Bäume links und rechts. Ja, Mann. Ja, die Trail ist lang. Das ist anspruchsvoll. Weil du musst die volle Konzentration haben. Wer ist durchs Band sehr schnell und durch das musst du einfach voll den Fokus haben. Und wenn das 4 Kilometer so geht, ja, dann ist etwa ein Drittel von meiner Energie heute schon durch.
Ja, das kann ja gut werden. Du. Als nächstes mal den Kill Bill anschauen und dann noch der letzte Teil vom Gacciatore. Der ist so ein bisschen interessant, wie sie die Trail raten hier, von der Schwierigkeit her. Es hat durchaus bei den blauen ein Stückchen drin, die denken mir, das ist eher rot, aber ja. Ja, schreibt es mal in die Kommentare rein, was ihr so meint zum Rating von den Trails hier und welche ihr gefahren seid, bei welchen. Dass ihr findet, das Rating sei zu hoch oder zu tief, würde mich sehr wundern. Es ist klar, ich war sicher nicht das letzte Mal da gewesen. Und in ein paar Jahren werde ich sicher meine Freundin mitnehmen. Weil hier hast du einfach alles. Im Finale hast du wirklich für alle Trails. Sie sind technisch sehr anspruchsvoll. Aber ja, mega coole grüne Lines entdeckt. Ja, hätte ich fahren können. Du hast jetzt technisch weniger schwierige Passagen. Dafür musst du sehr aufpassen. Auf diesem Rollercoaster-Feeling hier. Verarscht es dich irgendwann. Ui. Nice. Okay. So. Mal schauen, was durchgeht. So, da ist der letzte Teil vom Rollercoaster. Könnte jetzt noch ein bisschen steiler werden hier. Steiler und steiniger. Ja, ein bisschen aufpassen hier. Da muss man schon aufpassen hier. Die können ganz gemein sein. Vor allem wenn es noch leicht sandig ist, kann es extrem rutschig sein. Ja, es ist mega cool gebaut hier. Die Line, wie sie die ausgesucht haben, ist nice. Ich habe ich heute hier auf meinem Freeride-Helm. Morgen nehme ich dann auch noch den Fullface. Aber ich merke, hier wäre ich mit einem Fullface besser dran. Aber jetzt mal die View noch nehmen und das ein bisschen unterschätzt. Der Rollercoaster hat nicht derart viel Steine, aber du wirst eines Besseren belehrt. Ja, ein bisschen schneller. Dann wird der gut kommen. Ui. Haha, mega nice. Ja, und die Canyons hier, das ist mega fun, ey. Richtig geil. Ich weiss nicht, es ist trocken. Bin ich froh drum. Wenn es nicht trocken wäre, da wäre innen durch besser gewesen. Wenn es nicht trocken wäre, wären die Steine teilweise abartig rutschig, vor allem dort, wo du nur eine Eyeline hast. Ich bin vorher mit einem für Tschechien unterhalten und gesagt, dass ich gut knapp wurde. Ciao. Ja, da musst du aufpassen. Mamma mia! Der Sand hier. Shit! Es ist sehr staubig und trocken hier. Für das musst du echt die Pneu richtig positionieren. Nicht zu fest bremsen vorne. Gewicht schön immer wieder richtig verlagern. Und wenn du das machst, kommst du am richtigen Ort raus, nämlich hier am Schluss vom Trail. So, ich hoffe, euch hat es Spass gemacht hier. Auf dem ersten Trail Rollercoaster. Jetzt geht es wieder rauf und dann fahren wir den Kill Bill. See you, bis später. So, let's go zum nächsten Teil. Kill Bill 2. Links, respektive rechts runter, ist hier der Kill Bill 1 und ich gehe jetzt hier auf den Kill Bill 2. Ja, deutlich steileres Gelände. Ei, ei.
Okay. Ja, die rechte Stufen dann da. Da musst du dich auch getrauen, reinzufahren. Mamma mia. Aber mega nice. Ui. Shit, hey, die Stufen. Meine Fresse. Aber richtig geil. Ja, da musst du richtig aufpassen. Dass das nicht verarscht da. Ja. Holy shit. Ja, hey, zieht nicht die Stufen rein da. Mamma mia. Ja. Da gescheiter durchfahren. Aber ja, es ist schön trocken. Ich wollte nicht wissen, wie der Zustand hier wäre, wenn es nass wäre. Meine Güte. Ja, dann ist er definitiv schwarz. Aber ich würde sagen, rot hat er verdient. Anhand von diesen Stufen, die es hier drin hat. Aber ja, das nicht zu viel verschnorren. Mal schauen, was mich hier noch erwartet. Aber der Trail ist richtig nice. Hey. Geil. Ja, Mann. Nice. Nice one. Der Stern ist recht schmal. Da musst du schon die richtige Linie brechen. So, wie da schon im letzten Teil von Kill Bill. Kill Bill 2. Der verlangt noch mal alles ab da. Yes! So, jetzt geht es hier links hinten Richtung Cacciatore, der untere Teil vom Cacciatore. Gemäss Trailforks ist der als schwarz drin. Mal schauen. Ja, ist schon ein recht steiles Stückchen hier. Bin gespannt, was mich hier erwartet. So, der untere Teil vom Cacciatore. Ist da gerade ziemlich am Winden. Uiuiui. Da wieder rechte Stufe drin. Da. Nice. Yes! Holy! Ja, ich habe den falschen Ort angehalten. Hey, der Trail. Meine Fresse. Der hat es krass in sich. Okay. Ja, darfst nicht am falschen Ort anhalten. Jetzt habe ich irgendwie gerade den Flow verloren. Ja, aber hey, zieht nicht den Trail rein. Ja, ist schon recht krass. Es hat immer wieder steile Stückchen drin. Da musst du einfach die Linie richtig nehmen und dann geht es schon. Aber einfach bremsen, hast du verloren. Durchziehen und sonst lassen. Aber ja, ich merke, mit Off-Camper-Sachen muss ich noch ein bisschen üben. Das geht nämlich gut. Ich bin froh um die Suspension von Öhlins. Sie reagiert sehr smooth. Das ist wirklich perfekt. Ich bin extrem zufrieden. Ich kann jedem empfehlen, die Öhlins mal anschauen, die es noch nicht kennen. Die auf den Klassiker unterwegs sind, für RockShox und Fox. Alternativen
Die ist wirklich super. Ja, yeah. Holy shit. Mamma mia. Okay. Ja, da könntest du gerade runterziehen. Aber der Trail ist mega nice. Also ich würde sagen, so far mein Favorite bis jetzt in diesem Trip hier im Finale. Mega, mega nice. So, jetzt kommt gerade der letzte Teil vom Gacciatore. Jo, geben noch den letzten Teil hier. Mamma mia! Mit den Pedalen anhängen kannst du dich auch schön verrühren. Jo, gebt Sorge hier, fast angehängt hier an dem. Aber der Trail, mega fun, mega geil. Wow, absolute Empfehlung für die, die gerne technische Trails haben. Geht Gacciatore anschauen. Jo, merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wenn ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt, Kanal abonnieren, lasst ein Like da und sagen wir bis zum nächsten Mal. Gacciatore, Kill Bill, geil.